Ihr habt erfolgreich einen Sauerteig-Anstellgut hergestellt und wollt jetzt wissen, wie ihr das optimal pflegen könnt? Das zeige ich euch heute. Hallo, hier ist Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles, was dein Gebäck begehrt. Nun, das stimmt nicht ganz. Heute geht es um diesen Kandidaten, mein Anstellgut für einen Sauerteig. Wenn ihr regelmäßig damit backt, dann reicht es, wenn ihr einmal in der Woche 1 Esslöffel Mehl und 1 Esslöffel Wasser hinzugebt zur Pflege und um ihn zu füttern. Das rührt ihr dann ganz normal um. Der kann direkt aus dem Kühlschrank kommen, der muss sich nicht akklimatisieren, also quasi direkt raus aus dem Kühlschrank, ein bisschen anfüttern, das Ganze schön umrühren. Übrigens, die Menge des Mehls und des Wassers gilt auch für den flüssigen Sauerteig, nicht nur für den festeren, wie ich ihn jetzt hier gerade habe. So, wobei der auch schon ein bisschen weicher ist. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ihr rührt das um und lasst das Ganze bei Zimmertemperatur stehen. Meistens reichen so maximal bis zu 6 Stunden. Dann ist er wieder frisch und hat schön Bläschen geworfen. Ist das nicht der Fall und er schwächelt ein bisschen, dann lohnt sich eine dreistufige Aktivierungsmethode. Dafür habe ich jetzt 100 Gramm Mehl und gebe dazu 50 bis 100 Gramm meines Anstellgutes mit hinzu. So, und dann kommt noch 100 Gramm Wasser aus der Leitung dazu. Das ist alles, beziehungsweise da kommen noch 2 Stufen, heißt ja dreistufige Aktivierung, aber jetzt für die erste Stufe. Das Ganze verrührt ihr ganz ordentlich, so dass keine Klümpchen entstehen und sich das schön vermengt hat. Wichtig ist generell bei Sauerteig, wie aber auch bei Hefewasser, dass ihr immer mit sauberen Gefäßen arbeitet. Also wenn möglich, spült sie vorher noch mal heiß aus, lasst sie abkühlen und gebt dann erst euer Anstellgut hinein. Ist aber auch nicht dramatisch, wenn ihr das nicht jedes Mal macht. Also bei mir variiert das immer. Wenn ich nicht viel Zeit habe und echt Stress habe und ihn schnell füttern muss, dann fülle ich das auch manchmal einfach so um. Davon geht die Welt nicht unter, wenn ihr einen guten, starken Sauerteig habt, beziehungsweise ein gutes Anstellgut, dann geht er nicht so leicht kaputt. So, hier schön umrühren. Ich nehme hier so meistens so eine kleine Kuchengabel, das reicht vollkommen aus. Macht die Ränder meistens noch mal so ein bisschen sauber. Und dann kommt da einfach der Deckel drauf und dann lasse ich das bis zu 6 Stunden ruhen. Danach kann ich jetzt bei mir schon mal ein paar Bläschen erkennen. Wenn das bei euch noch nicht so der Fall ist, macht es nichts. Wir kommen jetzt zur zweiten Stufe. Da gebt ihr jetzt 100 Gramm Mehl dazu und 75 Gramm Wasser. Das ist jetzt die zweite Stufe. Wichtig vielleicht für euch auch zu wissen, wenn ihr ein Anstellgut für einen Sauerteig habt. Ihr könnt theoretisch jedes Mehl verwenden, was ihr möchtet. Ich habe jetzt hier in dem Video Dinkelsauerteig. Ich könnte aber da genauso gut jetzt Weizenmehl hinzugeben und beim nächsten Mal Roggenmehl. Ich könnte helles Mehl mal hinzugeben, dann wieder Vollkorn. Theoretisch ist das egal, den Mikroorganismen stört das nicht. Tatsächlich habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Vollkornteige viel besser funktionieren. Außerdem haben Weizen-, Dinkel- und Roggensauerteige verschiedene Eigenschaften, die zum Backen verwendet werden. Deswegen ja, kommt es halt auch tatsächlich drauf an, was ihr backt. Macht ihr das jetzt einfach nur so ein bisschen hobbymäßig für zu Hause, dann ist das auch nicht so dramatisch. Aber ich sag's nur ganz leise, also ich bin da ja auch ein bisschen anders als die ganzen anderen Profibäcker hier. So, 6 Stunden später, beziehungsweise bis zu 6 Stunden, da guckt einfach, wenn das schon nach 4 Stunden so weit ist, dann könnt ihr das auch nach 4 Stunden schon weiterführen. Ich habe hier nochmal 100 Gramm Mehl in meiner Metallschüssel, gebe da jetzt das nächste oder das aufgegangene Anstellgut hinzu. Und ihr könnt richtig sehen, das war wirklich Bläschen durchzogen, richtig schön. Und dazu kommen dann wieder 100 Gramm Wasser. So einfach geht die dreistufige Aktivierung und das könnt ihr generell so machen. Pflegt ihn ganz normal mit einem bis 1 Esslöffel Mehl und 1 Esslöffel Wasser, so circa alle 1-2 Wochen. Und wenn ihr merkt, Mensch, der hat ein bisschen Kraft verloren, ich war jetzt 4 Wochen im Urlaub und irgendwie, naja, sieht nicht mehr ganz so gut aus, dann macht ihr einfach die dreistufige Aktivierungsmethode. Oder auch so, wenn ihr das Gefühl habt, der ist jetzt gerade nicht so fit oder ihr wollt sowieso jetzt eine ganze Tonne Brote backen,
Dann könnt ihr das auch machen, dann habt ihr wenigstens genügend Anstellgut. So, schön verrühren. In dem ausführlichen Video steht auch schon drin, wie ihr es konservieren könnt. Ich mache aber aus diesem ganzen Video nochmal so Einzelvideos, weil manche vielleicht nur die einzelnen Schritte brauchen. Nächste Woche Montag erfahrt ihr dann, wie man Sauerteig perfekt konserviert. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt es mir unten in die Kommentare. Hier könnt ihr es sehen, nach 12 Stunden, dieses Mal musste er länger stehen, über Nacht, hat er richtig gut angezogen. Auf dem Bildschirm seht ihr neue Videos für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich bin bald wieder zurück.